Das ist der Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin. Man sollte denken, hier riecht alles nach Heu und Stroh, frischer Landluft eben. Ich habe aber eine spezifische Erinnerung, in der riecht der ganze Hof nach Pommesbude. In dieser Geschichte geht es um Diesel, um Landwirtschaft, um Politik, um unser Klima und um Salatöl. Der Dieselmotor hat für den heutigen Verkehr größte Bedeutung. Es hat Kollegen gegeben, die sind in den Supermarkt gefahren und haben 50 Liter Salatöl in Flaschen gekauft und haben einen Schlepper verfahren. Der Dieselmotor zeichnet sich durch Wirtschaftlichkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Der Herr mit diesem adretten Schnauzer heißt Rudolf Diesel. Er ist der Erfinder des Dieselmotors. Obwohl der Dieselmotor für den Betrieb mit Mineralöl gedacht war, wurde er schon bei seiner Vorstellung auf der Expo 1900 in Paris mit Erdnussöl betrieben und niemandem ist es aufgefallen. Was Treibstoff angeht, ist der Dieselmotor ziemlich anspruchslos. In den 30ern war es noch ganz üblich, dass man Petroleum, Benzin, Gasöl, Schmieröl oder eben auch Pflanzenöle reingekippt hat. In den 40ern wurde der Dieselkraftstoff dann genormt und damit einheitlich. Mineralöl war billig und verfügbar, der Treibhauseffekt nahezu unbekannt, deswegen hat sich auch niemand nach Alternativen umgesehen. Der Sprit blieb natürlich nicht so günstig. Während er 1990 noch bei 50 Cent pro Liter lag, also der Diesel, war er 2004 schon bei über einem Euro. Gerade Landwirte, die ziemlich abhängig vom Dieselpreis sind, haben dann begonnen, sich nach Alternativen umzusehen. Dann haben wir kaltgepresstes Rapsöl gekauft und das dann auch in die Schlepper verfahren. Auch im Auto haben wir es probiert. Funktioniert wunderbar, hat auch funktioniert. Das vermeintliche Abfallprodukt, dieser Rapskuchen, der übrig bleibt, entweder in Blättchenform oder in Pelletsform, das haben wir wieder heimgeholt und haben es die Tiere verfüttert als Eiweißfutter. Trinkbar, essbar, Salatöl, hat keine Umweltbelastung, wenn es jetzt irgendwie in ein Gewässer kommt. Eigentlich das perfekte System. Und dadurch auch der Pommesgeruch dann am Hof, wenn die Schlepper heimgekommen sind. Ja. Die Landwirte haben sich also unabhängig gemacht von den großen Ölkonzernen. Anstatt den Raps, den sie sowieso produzieren, zu verkaufen, haben sie ihn jetzt einfach gepresst mit einer Rapsmühle für ein paar hundert Euro, haben das Öl vertankt und den Rapskuchen an ihre Tiere verfüttert. Falls du dich an der Stelle fragst, warum erzählt mir Patrick irgendwas von Dieselpreisen und Rapskuchen? Hier kommt der Grund. Wir stecken ja nach wie vor in dieser Klimakrise. Wir erhöhen nonstop den CO2-Gehalt der Atmosphäre. Das lässt es immer wärmer werden, was wiederum zu mehr Naturkatastrophen führt, Hungersnöte auslöst und mehr Gegenden unbewohnbar macht. Wenn wir Diesel oder andere fossile Kraftstoffe nutzen, ziehen wir sozusagen Kohlenstoff aus der Erde, wo er vorher sicher verstaut war, verbrennen den und lagern ihn jetzt in der Atmosphäre ab, wo dann jedes einzelne CO2-Molekül für die nächsten 120 Jahre seine Wirkung als Treibhausgas entfaltet. Wenn wir Rapsöl oder andere Pflanzenöle verbrennen, dann kommt auch das CO2 in die Luft und entfaltet da auch seine Wirkung. Allerdings kommt nur so viel CO2 in die Luft, wie die Pflanze vorher beim Wachstum an sich gebunden hat. Die Pflanze bindet CO2, genau das, was ich dann beim Verbrennen wieder freisetze. Das nennt sich dann CO2-neutral. Und mein Vater hat es schon gemacht, bevor es hip war. Um zu verstehen, ob mein Vater jetzt der Einzige war, der Rapsöl getankt hat oder ob da wirklich ein Trend zu sehen war, habe ich mir mal ein paar Berichte vom Umweltbundesamt runtergeladen zur Energienutzung von Pflanzenölen. Und siehe da, ab 2003, das ist ungefähr da, wo der Dieselpreis die 1-Euro-Marke geknackt hat, steigt der Pflanzenölverbrauch plötzlich sprunghaft an und kommt 2007 nahezu komplett zum Erliegen. Was ist da jetzt passiert? Ich weiß aus Kollegenbetriebe, die Lohnunternehmer waren, die haben Mähdrescher, also nicht umbaut, die haben halt Mähdrescher einen zweiten Tank drauf gebaut oder an die großen Häcksler einen zweiten Tank drauf gebaut und haben dann am Tag 500, 600, 700 Liter Rapsöl verblasen, statt Diesel. Also es hat funktioniert, bis die Politik dann das Rapsöl versteuert hat, den Preis dann so uninteressant gemacht hat und dann sind wir wieder auf Diesel zurück. Aber warum hat das die Politik geändert? Die Idee ist einfach, dass man der Automobilindustrie helfen wollte. Und zwar gibt es ja Grenzwerte für Verbrennerautos. Und die Autos wurden in Deutschland halt immer fetter und dicker. Und man hat natürlich versucht, die Motoren sparsamer zu machen, aber das geht halt auch nur begrenzt. Und dann war die Idee, dann versuchen wir die Grenzwerte doch runterzudrücken, indem wir den Sprit entsprechend etwas klimaneutraler machen. Und deswegen hat man angefangen, halt entsprechend auch beizumischen. Natürlich war auch die Autolobby froh und hat gesagt, okay, das ist ja super, dann machen wir da einfach mal 5% Biosprit rein. Das wird dann angerechnet, dann ist es also weniger CO2-neutral und dann kriegen wir die Grenzwerte runter, ohne was zu tun. Und da ist er jetzt und wird eigentlich komplett sinnlos verfeuert. Das heißt, wir fahren jetzt mit dem SUV zum Briefkasten und verfeuern dann das Rapsöl, den Biosprit, 5% haben wir etwa Anteil. Jetzt könnten wir sagen, okay, dann macht man mehr für die Klimawende oder für den Klimaschutz, aber das geht nicht, wie du schon gesagt hast.
weil die Flächen einfach dafür zu klein sind. Das Biokraftstoffquotengesetz ist im Januar 2007 in Kraft getreten. Das Ziel von dem Gesetz war, den Anteil der Biokraftstoffe zu erhöhen. Gleichzeitig hat es aber auch die selbst erzeugten Rapsöle Stück für Stück besteuert, weshalb die ganzen Landwirte, die das gemacht haben, wieder komplett zurück zum Diesel sind und damit weg vom klimaneutralen Treibstoff. Es gibt zwar auch schon Traktoren, die mit Batterien arbeiten, so die ersten, aber da muss man sich so ein bisschen den Einsatz angucken. Oftmals ist es ja so bei landwirtschaftlichen Maschinen, dass die ja im Winter vielleicht gar nicht so viel genutzt werden, aber wenn dann Erntesaison ist, dann halt auch irgendwo mal 20 Stunden unterwegs sind. Und da ist natürlich so der Batterieantrieb nicht so richtig prickelnd, weil man natürlich so lange Laufzeiten da gar nicht hinkriegt. Da muss man permanent wieder zurück zum Hof, dann mal eine Stunde nachladen und das ist ja irgendwie relativ unpraktisch. Das deckt sich so gar nicht mit dem Erntezyklus. Außerdem sind die Landmaschinen zum Teil ja auch relativ alt. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass jeder Bauer alle 5 Jahre den Traktor erneuert, sondern dass also auch da sind die Maschinen schon ein bisschen länger unterwegs. Und das ist natürlich ein ideales Gebiet. Das heißt also, wenn auch was weiß ich, den Batteriemähdrescher, da werden wir noch ein bisschen drauf warten. Und dann sollte man die Treibstoffe einfach dort einsetzen, wo sie am sinnvollsten sind. Wir haben ja damals durchgerechnet, wir bräuchten um die 7 Hektar Raps, dann könnten wir uns autark, oder 7, 8 Hektar Raps autark versorgen mit Treibstoff. Und warum sollen dann auch Landwirte, die ihren eigenen Treibstoff machen, dafür Steuern bezahlen? Also das ist so ein bisschen, für den eigenen Apfel muss ich auch nichts bezahlen. Also insofern wäre das doch auch ein Weg, irgendwie die Energiewende da voranzubringen. Und vielleicht auch, wir reden ja die ganze Zeit auch über Belastungen bei der Landwirtschaft, gerade auch durch die zunehmenden Sachen mit Ökologie. Da haben wir ja die großen Streits. Dann kann man die Landwirte doch an der Stelle entlassen. Macht euren eigenen Biosprit, fahrt damit. Klar, dann entgegen dem Steueraufkommen so ein paar Euro, aber so dramatisch ist es nicht. Und das wäre doch auch ein Weg, dann die Leute für die Energiewende und den Klimaschutz noch weiter zu begeistern. Also, Rapsöl als Dieselersatz funktioniert. Als komplette Lösung für den Verkehrssektor taugt es nicht, da uns dafür die Flächen fehlen. Aber speziell für den landwirtschaftlichen Bereich, für die Landmaschinen, wäre es die Lösung für den klimaneutralen Antrieb. Und das Beste wäre, niemand müsste irgendwie neue Maschinen kaufen. Das funktioniert mit den ganzen alten Traktoren weiterhin. Aber solange wir die Gesetze hier nicht anpassen, wird die Landwirtschaft weiterhin Diesel benutzen und am Hof von meinem Vater wird mir kein Pommesgeruch mehr in die Nase steigen. Ich glaube, ich sollte noch dazu erwähnen, ich empfehle dir nicht einfach Rapsöl oder andere Pflanzenöle in dein Dieselfahrzeug zu schütten. Da gibt es rechtliche und auch technische Dinge, die du bedenken musst. Wenn du das in Betracht ziehst, informier dich bitte selbst ausführlich dazu. Das hier ist kein Guide zu Rapsöl im Diesel, okay? In der Videobeschreibung unter dem Video findest du noch die ganzen Quellenangaben zu den angesprochenen Themen, falls du noch tiefer in das Thema eintauchen möchtest. Ich fand das Thema sehr spannend und finde, mehr Leute sollten darüber Bescheid wissen. Deswegen habe ich das Video gemacht und würde mich auch deshalb freuen, wenn du das Video noch weiter teilst. Außerdem würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Wir sehen uns, bis bald. Es ist immer die Frage, muss alles so noch moderner, noch luxuriöser auf Kosten von Energie? Es kostet Energie. Gut, wir sagen, wir können uns das leisten, dann machen wir das auch. Ich habe das Geld, egal, aber auf welchen Kosten das alles läuft. Nicht geldliche Kosten, sondern Umweltkosten.